Grüße! Also als erstes, was ging denn beim letzten Video ab? Über 3000 Views und mehr als 150 Likes, nur positives Feedback und meine Abos haben sich fast verdreifacht. Speziell an dich, der das jetzt gerade sieht. Ein aufrichtiges Danke, dass du mich freiwillig durchs Zuschauen, Liken und Subscriben unterstützt. Wirklich, danke. Du hast abgestimmt, das Kollektiv wollte den Arcus Hunter, also kriegt es den Arcus Hunter. Noch einmal. Der Kern des Bildes ist der Arcus Hunter. Der Kern des Bildes ist die Assassinenkappe, die dich nach jedem Nahkampfkill komplett heilt und unsichtbar macht, und deine Patschehändchen. Kurzer Rundown vom Fokus. Du willst auf jeden Fall die waghalsige Ausweichrolle, um deinen Nahkampf zu bekommen, wenn du in der Nähe eines Gegners rollst. Und den Komboschlag derselbigen pro aufgeladenen Schlag um 60, 150 und bei 3,6 und 309% verstärkt. Entgegen dem, was die alle anderen Videos erklären, willst du die Blendgranate, da du mit ihr in Kombi mit dem Fragment Funke des Schocks unaufhaltsame und überladene Gegner gleichzeitig stunnen kannst. Noch viel wichtiger kommst du mit ihr einfacher in die Game Loop, da blinde Gegner deine Fäuste meistens nicht kommen sehen. Oh fuck, I can't believe you've done this. Für die Aspekte nimmst du die Kombi aus tödlichem Strom- und Flow-Zustand, weil sie Kurzfassung dir mehr Reichweite für Nahkampf geben, alles aufschrecken, aufgeschreckte Gegner durch deine schiere Berührung geblendet werden und durch verstärkt machen, deine Rolle einen geringeren Cooldown bekommt und jeder aufgeladene Nahkampfkill nach dem Dodge eine Explosion erzeugt, die ziemlich den ganzen Raum cleart. Weil wir schon dabei sind, nimmst du noch Funke der Resistenz für schlanke 25% Damage Reduction, Funke der Ionen, damit deine aufgeschreckten Opfer ionische Spuren erzeugen, und Funke der Häufigkeit, weil das Nachladetempo damit komplett absurd ist. Statwise willst du wie immer erst 100 Belastbarkeit für 30% Schadensreduktion und den Rest zwischen Mobility und Disziplin aufteilen. Aber jetzt endlich zum interessanten Teil, die Super. Egal welche der beiden du nimmst, sie laden durch die Mods Dynamo 1- bis 2-mal zugepackt und schwerhändig innerhalb von 40 Sekunden auf, sofern du dauernd was zum Draufhauen hast. Schwerhändig erzeugt bei jedem Handkantenschlag eine Sphäre, die dir mit 2-mal mächtiger Anziehung trotz neuer Physik nicht mehr davonrollen. Ich verstehe sowieso nicht, warum die das eingeführt haben. Niemand hat danach gefragt und jetzt crashen die Server schon vor Reset. Danke Merkel. Fun Fact: Der Mod erzeugt auch Sphären, wenn du Gegner mit dem Akkustäbchen eine drüber ziehst. Um die Game Loop anzufangen, brauchst du 3 Backpfeifen. Patsch, patsch, patsch. Wie vorher gesagt, hilft dir hier die Blendgranate, da du beim ersten Gegner öfter draufhauen musst. Sobald du den ersten Down hast, wirst du unsichtbar, geheilt und bekommst deinen Dodge wieder. Der Rest ist simpel. Dodgen, schlagen und so weiter. Wenn du mal was Störrischeres findest, benutzt du die Traktorkanone für 30% Debuff, deine One-Two-Punch-Shotgun, mit der du einen kompletten Schuss treffen musst, für einen 40% Buff und schlägst ihm dann ins Gesicht. Wenn das nicht reicht, schlag nochmal, bis es reicht. Um die Granate müsst ihr euch wegen der anderen Mods nicht kümmern, die kommt bei Nahkampf und aufgesammelten Sphären wieder. Den Rest baut ihr einfach so nach, ist eh nichts Neues. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Du kannst als One-Two-Punch Schrot verwenden, was gerade rumliegt, optimalerweise aber die geschmiedete Ikelus. Mit Faustkämpfer hast du einen Fallback, wenn mal der Dodge und Nahkampf weg sein sollte, und dank ihrem kompakten Spray-Pattern ist One-Two-Punch sehr einfach zu treffen. Zur Info: Der verbesserte Faustkämpfer bringt dir statt 20% ca. 25% Nahkampfenergie pro Kill und One-Two-Punch erhöht die Consistency, da du statt 12 Pellets nur 10 treffen musst. Als Primary könnt ihr wieder spielen, was bockt. Wenn ihr noch wisst, was bockt, dann bockt die Erlösung mit Demolierer und Chill-Clip-Weil-Klassiker. Im Artefakt gibt's die Season sehr nützliche Mods für das Bild. Verstärkung bleibt länger, wenn du verstärkt bist, wird deine Super stärker und du bekommst weniger Schaden. Kills erzeugen einen zusätzlichen Blitz, der ziemlich gut reinhaut, und deine Granaten haben eine geringere Abklingzeit bei Kills. Einfach so nachbauen und freuen. Bleiben noch die Tipps zum Gameplay. Alle Fähigkeiten, die aufschrecken, stunnen Überladungsgems, dazu zählt auch die Super. Unterschätze den Arcus-Stab nicht. Mit der Schlagen-Schlagen-Schießen-Kombo machst du gegen Champions scheiß viel Schaden. Außerdem ist sie die bessere Wahl für Ad-Clears. Ich würde die Sturmsammlung tatsächlich nur für Boss-DPS empfehlen. Der Kombinationsschlag bleibt 20 Sekunden lang. Lass dir also Zeit und such immer den richtigen Gegner aus. Für die ersten 2 Schläge schwache Red Bars, danach alles was du willst. Deine Tastenbelegung stellst du erstmal auf individuell und dann auf automatischen Nahkampf um. Wenn du normalerweise irgendwas außer Standard hast, kannst du die individuelle Tastenbelegung über Zurücksetzen auf deinen Standard legen. Es gibt keinen Grund, was anderes als individuell zu spielen. Da wir keine Rüstungsladungen verwenden, bleiben alle erzeugten Sphären am Boden liegen, wenn du die Super voll hast. Du kannst sie deshalb wirklich nutzen, sobald du sie voll hast. Vergiss nicht 40 Sekunden, dann hast du sie wieder. Verwende das Bild nicht im Grandmaster, du bekommst aufs Maul. Ganz wichtig, wenn es dir gefallen hat, Abo, Like und Kommentar da lassen, das streichelt nämlich den Algorithmus und mein Ego. Der Link ist in der Beschreibung. See ya.